sehr häufig war das so, ja gut, dann sehen wir uns in 3 Monaten wieder oder dann sehen wir uns nächste Woche wieder, dass ich noch gesagt habe, ich habe noch ein paar Fragen mitgebracht, also das musste ich schon immer auch einfordern. Das heißt, Zeit ist ein Faktor für mich. Ich habe ein Tagebuch geführt, wo ich jede kleine Veränderung bei mir im Körper notiert habe. Ich wollte mich auf das Gespräch mit der Ärztin und mit dem Arzt immer vorbereiten. Und ich habe mir alles notiert und habe alle Fragen gestellt. Das Thema Fertilität ist ein sehr, sehr frühes Thema gewesen. Also da bin ich gerade auf die Station gekommen und wurde aufgeklärt, dass es eine Chemotherapie geben würde. Ist sofort die Frage gekommen, ob ich eine Kryokonservierung durchführen möchte. Der Begriff Kryokonservierung ist das Einfrieren von Samen. Habe ich auch machen lassen. Und dennoch kenne ich die Geschichten von anderen Patientinnen und Patienten, wo es dann auf natürlichem Weg noch geklappt hat. Mit diesem Optimismus bin ich auch bis vor kurzem auf die Gynäkologie gegangen, habe mich informieren lassen, habe auch einen Test machen lassen. Und da war dann eine Ernüchterung da, dass ich vermutlich unfruchtbar bin. Aber dennoch hat man im Hinterkopf, dass man ja diese Kryokonservierung durchführen hat lassen. Mir wurde keine Psychologie angeboten, aber ich habe sie eingefordert. Ich habe sie im LKH noch angesprochen, ob es Unterstützung für mich gibt. Es ist dann auch, ich glaube, einen Tag später eine Psychologin gekommen, mit der ich sprechen konnte. Und das war es dann aber auch. In der Reha gab es psychoonkologische Betreuung, die war auch fix vorgesehen. Da wurde wirklich zugehört und es wurde mir auch Möglichkeiten mitgegeben, wie ich mit meinen Ängsten umgehen kann.